Transferliste in Zukunft vom FEC-Server möglichst am Anfang raushauen würden. Oder halt, je nachdem was geplant ist, so früh wie möglich. Weil grundsätzlich ist eigentlich das Ding, dass die Transferliste halt erst frühestens 4 Wochen vor Ende kommt. Also jetzt bald. Spätestens in 2 Wochen sollte sie kommen. Ende September. Aber eigentlich, wenn sie das Update nicht releasen, vor Ende des Servers. Dafür fehlt mir die Erfahrung, um das jetzt zu lösen, das Rätsel. Eben. Was? Was? Wenn kein Update, kein großes vor dem Ende des Servers kommt, dann sind alle Items, wenn sie die Liste schon Anfang April oder halt zum Start des Servers Mitte April veröffentlicht hätten, dann würden da natürlich Items fehlen. Vor allem Speedsets und CS-Items aus dem Cash-Shop. Aber für die ist es ja so, dass immer die gleiche Regel gilt. Fashion-Items werden immer alle übertragen und da geht ja immer das Gleiche. Eigentlich ist es ja eh fast unnötig, dass sie wortwörtlich jedes Item auflisten. Weil wenn ein Speedset übertragen wird, ja logischerweise werden dann alle übertragen. Oder wenn Upcut Stone übertragen wird, ist es auch logisch, dass eigentlich alle Power-Ups übertragen werden. Also ich meine, es ist schon besser, dass ich es so mache mit jedem einzelnen Item. Aber worauf ich hinaus will, ist ja die Items, die während dem FEC hinzukommen, was ja theoretisch ein legitimer Grund wäre, zu sagen, wir warten möglichst lange, damit möglichst alle Items drinstehen, die man auf dem FEC-Server haben kann. Mag schon sein, ich habe gerade 3 Coins gedroppt, ne? Dass das grundsätzlich Sinn ergibt, aber wie gesagt, ansonsten fällt mir nicht wirklich ein, warum man das schon so, warum man das so rauszögern sollte. Irgendwie. Also, aus Spielersicht ist es natürlich nur nachteilig, wenn du es später weißt als früher. Und ich verstehe nicht ganz, was Scala für einen Vorteil hat. Ich meine, sicherlich gibt es jedes Jahr beim FEC-Server neue Leute, die nicht wissen, was transferiert wird, weil sie nie FEC gespielt haben. Und vielleicht auch irgendwie aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, das selber nachzuschauen, obwohl es eigentlich ziemlich einfach ist, das nachzuschauen. Wenn es einen wirklich brennend interessiert. Weil die Sachen auf der Website werden ja nicht gelöscht. YouTube-Videos sind auch alle noch am Start und so. Also man könnte es easy rausfinden, wenn man sich 10 Minuten Zeit nimmt. Aber trotzdem finde ich es halt aus Spielersicht einfach blöd, weil zumindest gibt es ja, also letztes Jahr gab es ja auf jeden Fall Sonderregeln, was das 150er Equipment betroffen hat. Und Itemate-Schmuck, glaube ich, auch. Und keiner weiß ja, ob es dieses Jahr auch wieder so ist. Und das ist ja schon ein großes Fragezeichen. Und ich weiß echt nicht, was Scala da für einen Vorteil hat, weil ich meine, theoretisch, wenn sich jetzt jemand 5 Waffen besorgt und am Ende kann er aber doch nur 2 mitnehmen oder höchstens 3 vielleicht. Was ist direkt der Vor- oder Nachteil davon? Ne, höchstens wären es 4. Als Blade. 2 goldene und 2 nicht goldene. Einen anderen wären es 2. Also ich weiß nicht genau, was der Sinn davon ist. Deswegen wäre es schon cool, wenn sie das nächstes Jahr... Also jetzt ist es eh zu spät, ob sie es jetzt heute releasen oder in 2 Wochen, macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Aber vor allem, also was auch blöd ist, stimmt, fällt mir noch gerade ein. Also für nächstes Jahr wäre es gut, wenn sie es anders machen, aber mir fällt noch gerade ein, wenn die Transferliste dann released wird und mal angenommen, da ist irgendwas Ungewöhnliches drin oder irgendeine Ausnahmeregel oder so, dann hat die ja auch ziemlich, oder könnte sie ziemlich krasse Auswirkungen auf den Markt haben, der sowieso schon extrem instabil ist auf dem FEC-Server. Noch dazu jetzt in der Phase, wo die letzten 2-3 Wochen gezeigt haben, wie schnell sich doch die Preise von Items, wo man eigentlich dachte, okay, ist relativ etabliert, wie zum Beispiel Orichalcum, wie schnell sich das ändern kann, wenn halt ein paar Leute oder einer entscheidet, er hat, weil er weiß wie viel Geld, ein paar 100 Milliarden und entscheidet sich jetzt, dieses Item, bin ich der Meinung, ist zu günstig, deswegen kaufe ich jetzt einfach alle und erhöhe den Preis um 20 bis 30 Mio. Und genau in dieser Phase befinden wir uns jetzt, wo sowas halt passiert. Nicht nur einmal. Und genau in diese Phase, oder wie gesagt in 2 Wochen ist diese Phase ja höchstens noch schlimmer. Genau in diese Phase releasen sie dann diese Transferliste. Also ist eigentlich komplett hirnrissig.
Wenn sie es am Anfang releasen würden, dann hätte es überhaupt keine Auswirkung auf die Wirtschaft. Weil von Anfang an wüsste jeder, was Sache ist. Also, keine Ahnung. Ist auch nicht so cool. Weil letztes Jahr hatte das schon relativ krasse Auswirkungen, als sie bekannt gegeben haben, dass man alles von den 150er-Equipment mitnehmen kann. Sind die Preise von Satine am Ende nochmal extrem gestiegen. Oder generell von 150er-Items. Weil plötzlich wusste jeder, okay, du kannst so viele Items mitnehmen, wie du willst. Und dann hat sich halt jeder noch eingedeckt. Selbst Leute, die nicht mal 150 waren, haben sich 150er-Sets gekauft, weil sie sie einfach behalten konnten. Und dann in Ruhe auf Burodeng oder wo auch immer sie hintransferiert haben. Selbst mit einem Level 60er Char konntest du dir 150er-Equipment kaufen und dann in Ruhe hochleveln. Und auf Burodeng kosten die Sets halt über 1 Milliarde. Und so hast du sie quasi für einen Bruchteil davon bekommen. Also zu sagen, dass das keine Auswirkungen auf den Markt hat, wäre extrem naiv. Und ja gut, vielleicht machen sie dieses Jahr keine Sonderregeln, wo das so sein sollte. Vielleicht ist es dieses Jahr nicht so, dass diese Liste irgendeine Auswirkung hat, weil es einfach der Standardfall ist, ohne irgendwelche Extrawürstchen. Mag sein, aber das weiß ja keiner. Und keine Ahnung. Also ich meine, wenn überhaupt, besteht nur ein Risiko, dass... Also im besten Fall release die Liste und es ändert nichts, weil es ist genau das, was man erwarten würde. Keine Sonderregeln, alles ganz normal. Gut, dann passiert gar nichts. Aber es geht ja darum, wenn irgendwas Besonderes ist, was es dann für Auswirkungen haben könnte. Und das ist, wie gesagt, schon irgendwie, also aus Spielersicht, einfach nur extrem blöd. Und wie gesagt, wenn du von Anfang an weißt, du kannst so viele Waffen mitnehmen, wie du willst, auf 150 oder so viele irgendwas, dann kannst du ja auch wirklich von Tag 1 darauf hinspielen. Jetzt könnte es ja zum Beispiel auch sein, du droppst irgendeine Waffe. Keine Ahnung. Sagen wir einfach, jemand will mehrere Waffen haben für verschiedene Elemente oder so. Und du droppst die Waffe selber. Du weißt aber nicht, kannst du sie wirklich mitnehmen. Also du hast deine Main-Waffe, die kannst du natürlich mitnehmen. Und du hast vielleicht noch eine Hernes-Waffe. Haben ja auch viele Leute. Hernes und Lusaka Crystal für AOE und für 1v1. Und dann hast du aber noch eine dritte Waffe. Und da weißt du halt nicht, ob du sie mitnehmen kannst. Weil eigentlich könnte man ja nur 2 mitnehmen. Die goldene, die immer mitgenommen wird. Und halt noch eine, die du dann trägst beim Transfer. Und genau dieses Nichtwissen sorgt ja dann dafür, dass du eventuell deine Waffe dann verkaufst. Für Preis XY. Und dann kommt aber die Transferregeln werden veröffentlicht, wo dann eben drin steht, nein, du kannst wieder alles mitnehmen, so viel wie du willst. Du kannst dich mit 20 Waffen eindecken, wenn du willst. Kannst alles mitnehmen. Was ja dann höchstwahrscheinlich dafür sorgen wird, dass die Preise steigen und nicht sinken. Und dann musst du es im blödesten Fall für einen viel teureren Preis wieder zurückkaufen, obwohl du es eigentlich schon besessen hast, aber halt nicht wusstest, was du tun sollst. Also, wie gesagt, es kann fast nur negative Konsequenzen haben. Und im besten Fall hat es einfach gar keine Konsequenzen. Also es gibt eigentlich fast nur die beiden Beispiele, nur negativ oder neutral. Positiv fällt mir zumindest nichts ein, was jetzt positiv wäre. Weil selbst wenn es eine positive Konsequenz als Käufer hätte, hätte es wahrscheinlich extrem negative Konsequenzen für andere Leute. Also selbst dann könnte man sagen, naja, ist eher neutral. Weil ja, für manche ist es positiv, aber für viel mehr ist es wahrscheinlich negativ. Und auf der anderen Seite eigentlich wieder das Gleiche. Für manche ist es positiv, aber für die meisten wahrscheinlich negativ. Also ja, keine Ahnung. Ich wäre einfach dafür, dass sie das von Anfang an releasen. Und falls es halt irgendwelche Änderungen gibt, ich meine, ja gut, dann kommt halt irgendein Update oder irgendein spezielles Event mit irgendwelchen speziellen Items, ja, dann kann man es ja im Nachhinein noch hinzufügen. Ich meine, die Liste ist ja nicht in Stein gemeißelt, dann fügst du halt noch eine PDF hin, fügst halt noch eine Seite an das PDF ran. Und dann wird halt aus 85 Seiten sind es dann halt 86. Kann man ja hinzufügen. Ist ja nicht in Stein gemeißelt. Die kann man ja anpassen. Also wenn das wirklich so wäre, dass irgendwie so viele relevante Items, wo andauernd Rückfragen kommen, wird das jetzt transferiert, weil es nicht in der Liste steht, pipapo, kann man es ja dann noch hinzufügen. Und ansonsten, wie gesagt, was so released wird, CS-Items, also ich meine generell alles aus dem Cash-Shop wird transferiert. Von dem her sind Cash-Shop-Items ziemlich irrelevant und das sind eigentlich die meisten Items, die so unterm Jahr released werden. Die meisten neuen Items sind immer Cash-Shop-Items, alle 2 Wochen Speed-Sets. Gelegentlich normales CS von Events oder so wird ja immer transferiert. Also da
Deswegen wird es kaum Rückfragen geben, schätze ich mal. Aber es ist ein schwieriges Thema bei sowas. So. Ach komm. Deswegen kaufe ich den Grimbe jetzt schon für alle Chance gefühlt 10 Mio für ganzes Sets clean. So war es letztes Jahr auch. Dann kam die Ankündigung und ich meine, klar, das war in der Phase der Hyperinflation, wo jetzt 100 Mio und so eh nichts mehr wirklich was wert waren. Aber plötzlich haben manche Sets halt wieder 5 oder 10 mal so viel gekostet. Von dem All-Time-Low sozusagen. Und wenn du halt jemand warst, der nicht so viel Kohle hatte oder halt zu spät angefangen hat und du hast die ganze Zeit gesehen, ach, kostet nur 50 Mio oder so, kann ich mir easy schnell jederzeit holen. Dann plötzlich kommt diese Regel, oh, du kannst alles mitnehmen. Und plötzlich kostet es nicht mehr 50 Mio, sondern 500 Mio. Und du hast aber nicht so viel Geld. Also, wie gesagt, sowas kann fast nur negative Folgen haben für... Also ich meine, positiv ist natürlich, dass du alles mitnehmen kannst, aber negativ ist halt natürlich, dass die Preise dann plötzlich steigen. Und eben um dieses plötzlich geht's ja. Wenn dadurch die Preise von Anfang an einfach höher gehalten werden, ist das ja schön und gut, weil es dann für alle gleich ist. So ist es halt in Anführungszeichen... Ein unfair ist immer ein schwieriges Wort bei sowas, weil keiner wusste es ja. Das heißt, es war einfach nur pures Glück oder Pech, ob du schon gekauft hattest, ob du vielleicht ein bisschen was gebunkert hattest oder ob du gewartet hattest. Klar ist dann einfach Glück oder Pech. Aber sowas sollte nicht Glück oder Pech sein. Das sind so Sachen, das sollte einfach fair sein. Und fair ist es, wenn es jeder von Anfang an weiß, wie es ist. Also, wirklich unfair ist es nicht, ja, weil es keiner weiß, aber das ist ja fast schon Gambling. Du gamblest darauf, was passiert. Letztendlich. Also ist irgendwie Schwachsinn.